Dat Gesächte. Meine Oma mit ihrem ostpreußischen Akzent meinte meinen Gesichtsausdruck, der deutlich zeigte, dass ich mit meiner Welt unzufrieden bin. Eine tiefe Verbitterung meint man auf meinem Gesicht ablesen zu können. Det Gesächte, sagen auch heute meine Frau und meine Kinder. Doch in meinem Leben gab es neben Sonnenschein viele, viele Regentage. Meine Freunde gingen mit einer Leichtigkeit durch das Leben, welche ich nie kennengelernt habe. Später gab es eine Erklärung, warum das Leben von mir mehr Kraft abverlangte, als ich zu geben in der Lage war. Eine zunehmende neurologische Erkrankung begleitet mich seit meiner Kindheit. Damit nicht genug, kommen regelmäßig weitere Krankheiten und Schmerzen dazu. Und dann auch noch Krebs. Warum ausgerechnet ich? Eine Frage, auf die ich keine Antwort finden werde. Ohne jemals darüber mit meinen Eltern gesprochen zu haben, machte ich sie für meinen Kummer verantwortlich. Zeigten sie auch so wenig Empathie für meine Lage. Da konnten die Gedanken an meine Kindheit noch so mild sein. Noch heute erinnere ich mich an den Duft der blühenden Ligusterhecke um unsere Terrasse, auf der ich saß und es dort letzt mit Johannisbeeren aus unserem Garten gab. In diesem sehe ich mich noch immer mit meiner Hündin Sandy, einem Collie, spielen. Selbstverständlich, dass ich als Rollstuhlfahrer wieder auf den Hund gekommen bin. Happy, ein Golden Retriever, war eine ausgebildete Assistenzhündin. Sie war eine wirkliche Hilfe im Alltag. Sie öffnete Türen für mich, betätigte Lichtschalter und war vor allem gut für meine Seele. Ihr Name konnte kein Zufall sein. Und obendrein hatten wir beide am selben Tag Geburtstag. Irgendwie lernte ich mit dem Blues meines Lebens zurechtzukommen. Ich bildete mir ein, für alle anderen Familienmitglieder Krankheiten auf mich zu nehmen, damit diese ein unbeschwertes Leben führen können. Was für ein Unsinn, sich selbst zu belügen. Ist es wirklich so, wie viele sagen, dass Gott uns alle hasst? Findet er tatsächlich Gefallen daran, uns zu quälen? Oskar ist ein wirklich hübsches Kind und mein Enkel. Aber Oskar ist anders als andere Kinder. Er sieht unsere Welt mit anderen Augen. Er kann minutenlang mit seinem Kopf in einer Hecke stehen und dort etwas in den Blättern sehen, was uns verborgen bleibt. Einen Augenblick später schreit dieses eben noch so ruhige Kind aus Leibeskräften, weil die Sachen auf seinen Körper ihm Schmerzen verursachen. Aber die Geschichte von Oskar muss ein andermal erzählt werden. Sie macht mir nur immer wieder bewusst, dass es schlimmere Krankheiten gibt als meine. Und es gibt einen größeren Schmerz als das körperliche Leiden. Es ist die Ohnmacht zu erkennen, dass man seine Kinder oder Enkel nicht vor einem schweren Schicksal beschützen kann. Wie Unrecht hatte ich doch meinen Eltern getan. Ihre vermeintlich fehlende Empathie war einfach nur ihre Art, ihren Schmerz zu verbergen. Als Happys Tod plötzlich und unerwartet kam, glaubte ich wirklich daran, dass Gott uns Menschen hassen muss. Von einem Tag auf den anderen wechselten die milden Spätsommertage zum Novemberregen. Ich verließ das Haus nicht mehr, sagte sogar meine Physiotherapie und Arzttermine ab und vergrub mich in Selbstmitleid. Bis zu dem Tag, als Aquensis unser Haus betrat. Sein stolzer Gang, das schwarze glänzende Fell und sein gutmütiger Hundeblick führten mich zurück das Leben. Aquensis ist ein junger, zum Behindertenbegleithund ausgebildeter Labrador Retriever. Kann das Zufall sein, dass gerade zu mir nach Berlin ein Hund gekommen ist, dessen Name der Aachener bedeutet und diesen von den Schwestern des Klosters der heiligen Elisabeth in Aachen erhalten hat? Sicherlich gibt es Zufälle, aber ich glaube, in diesem Fall hat es eine Bedeutung, dass er zu mir gefunden hat. Er scheint mich mit seiner Lebensfreude aufzufordern, mich mit meinem Leben zu versöhnen. Er macht mich glücklich. Was kann man mehr verlangen? Und was ist nun mit Gott? Hasst er dich oder liebt er dich? Wie soll ich das wissen? Aber Aquensis liebt mich. Und das ist doch schon ein guter Anfang.